Herzlich willkommen aus Französisch-Polynesien. Genauer gesagt, ich bin hier jetzt in Moorea. Ich war einen Monat in Tahiti und prinzipiell habe ich einen Monat gebraucht, um mich hier mal richtig zurechtzufinden und einzuleben. Und jetzt wohne ich hier in diesem wunderschönen Haus direkt am Meer, was wirklich ein Traum ist. Ich werde euch das kurz zeigen und mal berichten, wie es in Tahiti so läuft. Also die ersten vier Wochen, die waren echt hart, muss man sagen. Also die waren gar nicht easy. Die Umstellung von Bali zu Französisch-Polynesien, die ist richtig groß. Das Besondere hier auf Moorea ist jetzt einfach, also diese Location mit direkt am Meer wohnen ist halt echt fantastisch. Ich kann euch kurz mal mein Zimmer zeigen. Und hier ist mein Zimmer. Ich fühle mich hier ein bisschen wie Louis-Antoine de Bougainville, der auf seinem Schreibtisch hier, auf seinem Seemannsschreibtisch, so wie der hier aussieht, an seiner Lebensphilosophie arbeitet, an meiner Athletic Mission, an der ich hier endlich arbeiten kann. Und das ist eigentlich großartig hier. Schläft sich ganz gut. Das Einzige, was so ein bisschen so eine Sache war, also schau ich mal den Ausblick an, der ist halt echt fantastisch, wenn man in der Früh hier rauskommt und dann zwei Doggies sind hier, zwei große Doggies, aber wenn man in der Früh hier rauskommt, das ist halt echt fantastisch hier in Moorea. Ja, das Einzige, was bisher passiert ist, ich war in der Toilette. Hier bin ich auf der Toilette gesessen und dann plötzlich sehe ich so eine handgroße Tarantel vor mir sitzen an der Wand. Eine Huntsman Spider, richtig so handgroß, richtig so ein Ding. Das war so mal der erste so, hallo, willkommen auf Moorea. Ja, das ist dann schon, ich habe Taranteln schon öfters gesehen, aber wenn du wirklich so eine Tarantel triffst, eingeschlossen in einem kleinen WC, nur du und die Tarantel, das ist schon ein anderes Thema, ne? Ja, Huntsman Spiders können 20 oder 30 Zentimeter springen auch noch und sind verdammt schnell. Ja, das sollte man auch wissen. Okay, was echt cool ist mit dem Kajak hier rausfahren. Ich kann euch das mal zeigen hier. Yeppa. Ihr werdet sehen, die zwei Doggies, die werden mitkommen. Das ist immer spannend. Versuchen mich zu beschützen, denn ohne Spaß, hier schwimmt regelmäßig ein Hai. Circa 1,60 Meter, vielleicht sogar 1,80 Meter groß. Kein kleiner Hai. Das ist echt arg, weil die Flosse, wenn die Flosse so hochkommt und man das hier so sieht, das ist schon eine mächtige Flosse. Hey. Also das sind so Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Wenn man fragt, so, ist es sicher, hier ins Wasser zu gehen, dann hört man so, ja, es ist sicher. Gibt's hier Haie? Ja. Alright, let's go. Hier die Berge von Moorea. Man sieht das hier auch gewaltig hier im Hintergrund. Also die Landschaft hier, die ist phänomenal. Diese Varietät von Pflanzen ist unglaublich. Du hast hier Berge
Und zwar hohe Berge. Du hast hier Wälder, du hast hier teilweise dschungelartiges Gebiet, dann hast du wieder Bäume, die wie in Afrika aussehen. Dann hast du teilweise fühlt es sich an wie in Österreich, wenn man hier durch die Wälder geht. Speziell, wenn man sich weiter ins Landesinnere bewegt. Und dann, wenn man am Strand ist, wie seht ihr da hinten zum Beispiel, wenn man am Strand ist, dann fühlt es sich an wie in der Karibik. Wobei noch besser, es ist hier Französisch-Polynesien, Pazifik. Ja, Kokosnüsse pflücken von den Palmen direkt ist halt echt ein Traum, was hier schön ist. Und das ist der große Vorteil an Französisch-Polynesien, dass die Natur ist hier einerseits voller Fülle, andererseits auch sehr spendabel. Also es wachsen hier Mangos, es wachsen Kokosnüsse. Man kann hier fischen gehen natürlich, wenn man fischen kann. Spendet das Meer einen genügend Fisch, Proteine in Französisch-Polynesien. Es gibt aber auch Nachteile. Die werde ich euch auch in einem anderen Video zeigen, denn es gibt jede Menge Nachteile hier. Also das Paradies, es sieht aus wie das Paradies, aber es gibt jede Menge Themen, die hier unter der Oberfläche schlummern, die man als Tourist nicht mitbekommt. Und ich bin jetzt dann über einen Monat hier und habe schon einige Missstände mitbekommen, gerade auch, weil ich sehr viel mit Einheimischen hier in Kontakt bin. Ich schlafe größtenteils bei Einheimischen und versuche Kontakte zu knüpfen und hier auch längere Freundschaften und Bekanntschaften zu schließen. Und so lernt man auch ein ganz anderes Französisch-Polynesien kennen. Aber da mache ich ein eigenes Video dazu. Das eine Monat habe ich gebraucht, um mich neu zu justieren. Es ist viel passiert. Ich habe die Energie hier in Tahiti unterschätzt. Gerade auch was mich persönlich betrifft. Und mein astrokartografisches Profil ist hier heavy. Dazu mehr auch vielleicht in einem nächsten Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Französisch-Polynesien. Schenkt mir ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video bei meinem nächsten Abenteuer auf Moorea.